Lieber Skorpion, herzlich willkommen zu deinem November-Taroskop. Schauen wir uns hier an, wie sich dein November gestalten möchte, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was wichtig und ausschlaggebend ist oder was am besten ganz außer Acht zu lassen ist. Eins kann ich dir versprechen, der November wird spannend. Ich habe schon vorweg Infos bekommen und wie immer zu diesem Video eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Lieber Skorpion, die letzte Prüfung steht bevor, sagen sie. Und die Karte springt auch schon. Die letzte Prüfung bezüglich dieser einen gewissen Sache. Du versuchst gegen deine Grenzen anzukommen. Doch sie scheinen so steif, so hart, dir nicht wohlgesonnen. Du wirst sie doch brechen. Viele deiner Lieben werden mit offenem Mund dastehen und gar sagen: Hey, geht's dir gut? Ja, lieber Skorpion, dir ging's noch nie besser. Du möchtest endlich den Pinsel in die Hand nehmen und dein Leben so leben und so gestalten, wie es für dich vorgesehen ist. Denn du hast bis jetzt immer das Gespür, das Gefühl in dir gehabt, da ist noch mehr. Ich kann mehr aus mir und meinem Leben rausholen. Der November, Crucial Month. Wie wirst du dich entscheiden? Dein Imperium. Einen großen Schritt bist du darauf zugegangen. Manch einer von euch hat das Imperium schon betreten. Manch einer ist noch dabei, es aufzubauen. Doch versetze dich hinein in das Gefühl, wenn es endlich soweit ist. Bei denen, die schon ihr Imperium betreten haben, was wird sich daraus entwickeln? Lieber Skorpion, du bist geboren, um zu vereinen, zu verbinden und durch dein Gift Heilung zu bringen. Denn du wirst nur diejenigen in Starre versetzen, die fake sind. All diejenigen, die hingegen mehr wollen, sind dankbar. Du bringst Farbe in die Welt, ganz egal wie. Sei dir dessen bewusst. Wir brauchen eine farbige Welt. Die Welt ist zu schwarz geworden, zu dunkel und das Dunkel ist sehr mächtig. Was ist hinter dem Regenbogen? Ist da der goldene Pott mit ich weiß nicht was drin? Oder ist der Regenbogen schlichtweg das Zeichen, dass es mehr gibt als das, was das Auge wahrnehmen kann? Du, lieber Skorpion, wirst im November über deine fest eingefahrenen, hochgezogenen Grenzmauern hinübergleiten. Manch einer wird den Hammer rausholen und diese aus eigener Kraft einstürzen lassen. Manch einer springt drüber mit Leichtigkeit. Manch einer wusste gar nicht, dass er begrenzt ist. Wisse, im November
ist ein Monat, der dir bis an dein Lebensende in Erinnerung bleiben wird. Du wirst viel über Bord werfen, viel erneuern, neue Strukturen. Dein Kronenchakra ist offen, deine Antennen weit ausgestreckt. Schauen wir uns die Hauptenergie an für den Monat, die dir zur Verfügung steht. Wow! Schau an, wie diese Karte kam. Sie ist nicht rausgefallen, sie hat sich selbst auf meiner Hand umgedreht. Wow, wow, wow. Es ist sehr, sehr viel für dich möglich, sehr, sehr viel vorhanden und wisse, dass ein ganz großer Wunsch, Schrägstrich, Traum für dich in Erfüllung geht. Übrigens ein neues Deck für dich. Ich benutze es zum ersten Mal. Wünsche werden wahr. Wähle weise, was du dir wünschst. Wähle die Wortwahlweise. Das Universum liefert immer aus, wie ich so schön sage. Und wenn es ausliefert, ist man oft erschrocken und will es dann doch nicht. Die Elemente der Natur, mache sie dir zu Nutzen. Naturpigmente, Naturstoffe, alles, was die Natur hergeben kann, steht für dich bereit. Vollkommene Sorgenfreiheit, vollkommene Losgelöstheit. Der November lädt dich ein, die Grenzmauern zu sprengen. Der November lässt dich einem Wassermann näher kommen. Der November lässt dich einfach sein. Dich selbst spüren in deinem Sein. Dein Sein nach außen kehren. Du bist sehr innovativ, wenn es darum geht, was du willst. Du wirst dich dabei ertappen, neue, frische, nie erahnte Gedanken zu haben, was du als nächstes machen möchtest, wie du es machen möchtest. Und das Beste daran ist, lieber Skorpion, du stehst dafür ein. Es kümmert dich nicht, was die anderen sagen. Es kümmert dich nicht, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist oder nicht. Du folgst deinen Inputs. Es ist auch gut so, denn der Schlüssel der Lösung, der Schlüssel zu allem ist im Hier und Jetzt, in diesem Moment, nicht morgen und nicht gestern. So tu, was dir gut tut. Ein Problem löst sich gleich Anfang November, ich würde sagen zwischen 1. und 3. November. Am 9. November bekommst du die absolute Antwort darauf und es darf diesbezüglich Frieden in dir einkehren. Die absolute Erfüllung. Ja, wollen wir den November besser starten oder nicht? Ich sagte ja, lieber Skorpion, der November, dein Geburtsmonat, Happy, Happy Birthday, auf das all deine Wünsche, deine Träume in Erfüllung gehen, du die Liebe des Allgeistes in dir spürst und immer mit dir verbunden bist. Happy Birthday! Können wir den November besser beginnen als mit Sorgenfreiheit, mit Ich bin in meinem Sein und mit der Happiness, die überhaupt jemals zur Verfügung gestanden hat. Du bist du selbst, zeigst dich, wenn auch halbgesichtig, doch du stehst dafür ein
was dir innewohnt, was du bist, was du möchtest, was du dir wünschst. Ich würde fast sagen, vom Gefühl her, dass mir vermittelt wird, die Außenwelt ist in so einem Schnellraster-Zoom, rennt an dir vorbei, doch du stehst mit beiden Beinen auf dem Boden, kannst mit deinen Emotions und Gefühlen sehr gut umgehen. Du bist total auf dich fokussiert. Die Erde unter deinen Füßen elektrisiert von deiner Energie. Du nimmst zum ersten Mal wahr die Verbindung, die du bist, zwischen oben und unten. Und diesmal hast du keinen Felsbrocken, unter den du dich verstecken musst, brauchst du auch nicht. Die 20er Jahre ausschlaggebend, um genau zu sein, 1923 bis 1926, für manche auch 1919. Vielleicht ist da einer eurer Großeltern geboren, Urgroßeltern, wie auch immer. Geboren, gestorben, forscht nach. Diese Jahreszahlen sind wichtig, diese Energien sind wichtig. Regenbogenfarben everywhere. Schau immer schön in den Himmel und wisse, dass der Himmel neutral ist. Das, was du zu sehen bekommst, ist meist nur in der Nacht echt, nicht am Tag. Machen wir weiter. Kompliment. Endlich siehst du ein, dass du auf eigenen Beinen gut dastehst und niemand anderen brauchst, der dich unterstützt, der Anerkennung gibt. Im Gegenteil, dort, wo du das Gefühl hattest, ausgebotet zu werden, Nebenbuhler zu haben, wirst du im November eine kühne, tapfere, glorreiche Best-of-Entscheidung treffen und dich galant hinausnehmen. Warum? Der Skorpion weiß, was er will. Der Skorpion hat es nicht länger nötig, sich zu beweisen. Ein neues Gefühl der Kraft, ein neues Gefühl des Selbstbewusstseins und vor allem das Allerwichtigste, ein neues Gefühl des Selbstvertrauens steigt in dir empor. Gott sei Dank nimmst du es an, stellst es nicht in Frage. Vor allem dann, wenn es darum geht, deinen inneren Glücks- und Zufriedenheitszustand von einem höchst unzufriedenen Stier miserabel zu machen. Du lässt dieses Erdzeichen schlichtweg abblitzen und sagst, sorry, ich habe einfach keine Zeit. Der Stier glüht vor Wut, doch der Stier rammt seine Hörner in den Erdboden. Der Stier wird die Antworten niemals bekommen, weder von dir, noch von irgendwem, noch von oben. Weißt du warum? Weil der Stier
sein wahres Selbst nicht zeigt, sich hüllt in Schweigen und Geheimnisse, unglücklicherweise sieht der Stier seine Felle davon schwimmen, doch du gib Acht, dass du schön bei dir bleibst. Was bedeutet für dich Anerkennung? Was erkennst du in dir an? Erkennst du deine Magie an? Ja. Liebst du deine Magie? Akzeptierst du deine Magie? Stehst du hinter deiner Magie? Nein. So. Ist das die Lernaufgabe im November? Dich liebend, fürsorglich und voller Mitgefühl um deine Magie zu kümmern. Denn du wirst sie so stark spüren, deine Adern pulsieren. Es möchte hinausfließen. Du tust einfach so. Doch hast du schon mal mit einem Glas Champagner, was auch immer du trinkst, auf dich selbst angestoßen? Ich denke nicht. So, tu dem so, denn auch wenn dir die Liebe von jemand ganz Bestimmten im Außen nicht entgegengebracht wird, kannst du doch dein Imperium nicht davon abhängig machen. Eine Kaiserin kann auch alleine herrschen. Nicht? Was ist mit der Königin? Die Prinzessin? Pff. Da bist du schon lang drüber hinaus, lieber Skorpion. Oder der Prinz, je nachdem, ob du männlich oder weiblich bist, der du mir hier zusiehst. Selbstausdruck in voller Pracht. Der November lädt dich dazu ein, doch du wirst es nur erreichen können, wenn du dich voll und ganz annimmst, akzeptierst, liebst. Punkt. Wir machen weiter im Extended, gehen weiter ins Detail. Lassen uns überraschen, was noch für Botschaften durchkommen. Bis gleich, ich freue mich auf dich. Ciao!